Willst du wissen, wie dir die beste Patientenvorstellung gelingt? Das Video ist genau für dich. Los geht's! Hallo Freunde, hier ist Madi von der AEW Welt. Ich freue mich nochmal auf euch hier zu sein, euch hier zu begrüßen zu dürfen. Freue mich total. Das Thema ist mir besonders sehr wichtig und euch sehr wichtig. Wir stellen Patienten jeden Tag vor. Das geht bei dir los schon im Medizinstudium und ich verspreche es dir, das hört nie auf. Du stellst Patienten als Assistenz vor, als Oberarzt, als Chefarzt. Das kommt immer wieder vor. Das Thema ist sehr wichtig. Das Problem ist aber, alles, was du gelernt hast, kommt zu einem Punkt, da kommst du zu einem Patienten, der bringt dich total durcheinander. Der weiß auch nicht, warum ist er gekommen, was er so hat. Und dann ist das alles so durcheinander. Oder du hast alles so schon vorbereitet, gehst du zur Besprechung und dann kommen so auf dich Fragen. Du fängst an zu reden und dann Frage und dann Frage und dann Frage und dann bringt es alles durcheinander. Dafür brauchst du ein System, das du immer wieder anwendest, ein Standard. Und in dem Standard drin müssen so ganz klare Schritte sein, die du immer wieder verfolgst, was dich immer wieder zum Erfolg führen kann. Und damit will ich dir heute helfen. In 4 einfachen Schritten die beste Patientenvorstellung selbst zu erarbeiten und zu entwickeln. So, fangen wir mal gleich an. Der erste Schritt, bevor wir mit den 4 Schritten anfangen, ist das sogenannte Buchmetapher. Sprich, Autor, Buch, Inhalt. Was heißt das dann? Erklär es mir bitte. Ich erzähle es dir gleich. Du fängst erstmal mit dem Autor vom Buch. Und zwar sagst du, Frau Müller, 61 Jahre alt. Und dann geht es weiter, kam mit Bauchschmerzen, mit dem Rettungsdienst, mit dem Notarzt, durch den Hausarzt eingewiesen. Wie kam dann der Buchautor zu dir? Das ist so der Titel vom Buch. Und dann geht es zum Inhalt. Bei dem Inhalt werde ich dir helfen, das zu organisieren besser, dass du durch diese Organisation die beste Vorstellung machst. Und zwar, es gibt immer 4 Punkte. Der erste Punkt, was sagt der Patient? Das kann meiner Meinung nach der schwierigste Punkt sein. Weil du kommst immer, fragst den Patienten und dann gibt es diese Patienten, die dir sagen, ich frage zum Beispiel immer, was bringt Sie heute zum Krankenhaus? Sagt der Patient, der Hausarzt hat mich hierher geschickt. Dann frage ich, warum hat denn der Hausarzt Sie hierher geschickt? Weil ich bei ihm war, weil meine Frau mir zu ihm geschickt hat. Warum hat denn Ihre Frau? Also, er sieht wie, manche Patienten sind schwer. Manche sind super gut, die sagen dir gleich, was das Problem ist, aber manche sind ziemlich schwer, weil sie selber das Problem nicht so wirklich wissen und nicht wissen, was du von denen wissen willst. Und deswegen musst du nachfragen. Und meiner Meinung nach, das ist so der Unterschied, oder was durch Arbeit mit so vielen Ärzten und Chefärzten, das ist, was die Chefärzte von den neuen Ärzten bzw. die normalen Ärzten unterscheidet, ist, dass die Chefärzte fragen, bis sie die Antwort kriegen, die richtig ist. Die fragen 1, 2, 3 Mal, bis zu einem Punkt kommt, wo der Patient sagt, ja, ich bin gegangen, weil ich Schmerzen hatte und zwar seit 2 Wochen. Oder das ist auch so besonders schwer bei Patienten, die chronische Erkrankungen haben. Zum Beispiel Patienten mit Rückenschmerzen. Die sagen mir, ich habe Rückenschmerzen seit 2 Jahren. Dann fragst du nochmal, ja, Sie sind aber nicht vor 2 Jahren gekommen, Sie sind heute gekommen. Warum sind Sie heute zum Krankenhaus gekommen? Also, was sagt der Patient? Was ist bei ihm das Problem? Und dann ein bisschen Erklärung über das Problem, so drumherum, was sind die anderen Symptome, was hat der Patient an anderen Erkrankungen, was hat er mit dem Problem gemacht, war er schon beim Hausarzt zum Beispiel, hat er Medikamente gekriegt, wie hat es geklappt, was sagt der Patient, der erste Schritt. Der zweite Schritt, und bitte die Schritte nicht durcheinander bringen, das ist ja, was ich immer wieder merke, die Kollegen bringen immer die Schritte durcheinander. Fangen mit dem zweiten Schritt. Was ist der zweite Schritt? Der zweite Schritt ist, was hast du gemacht? Wie hast du den Patienten untersucht? Was hast du gesehen als Arzt? Wie sieht der Patient aus? Was ist dann deine Untersuchung? Der Patient zum Beispiel sagt, ich habe Schmerzen.
Dann kannst du das bestätigen durch die Untersuchung. Hat der Patient tatsächlich Druckschmerzen am Bauch oder Abwehrspannung oder was auch immer? Deine Einschätzung, deine Untersuchung, was du dazu sagst und nicht die subjektive Meinung zum Patienten. Finde ich immer wieder. Patient, Geschichte und dann wieder in der Untersuchung wird wieder die Geschichte vom Patient. Patient sagt, ich habe Schmerzen. Patient sagt, war der erste Schritt, der zweite Schritt, was du sagst. Der dritte Schritt ist, was sagen dann die diagnostischen Möglichkeiten, die du hast? Was sagt zum Beispiel das Labor? Was sagt das Röntgen, was sagt die Sonographie oder Doppler und was könntest du dadurch ausschließen? Zum Beispiel jetzt, sagst du gürtelförmige Bauchschmerzen. Dann erwarte ich von dir bei dem dritten Schritt, dass du sagst, Lipase war erhöht oder normal. Also so verbinden die Schritte. Das war der dritte Schritt. Der vierte Schritt ist dann, eine Verdachtdiagnose zu stellen. Das wird jetzt entweder durch dich oder durch deinen Oberarzt oder wer auch immer im Team ist. Irgendeiner muss eine Verdachtdiagnose gestellt haben und gemäß dieser Verdachtdiagnose sind gewisse Maßnahmen eingeleitet werden. Was sind die Maßnahmen, die eingeleitet werden und wie ist der Erfolg? Ist der Patient jetzt beschwerdefrei? Wurde der Patient operiert? Hat der Patient eine Notfallgastroskopie gekriegt und so weiter? Das sind die 4 Schritte zur optimalen Vorstellung. Immer wieder. Die Patienten werden oder manche Patienten werden dich vom System wegdrücken versuchen, weil sie ja nicht wissen, worum es geht. Aber du weißt, worum es geht. Dann fängst du immer, was sagt der Patient, was sagst du dazu, was sagt deine Untersuchung, was sagen die diagnostischen Möglichkeiten, die du hast. Und zuletzt, was habt ihr jetzt damit gemacht, was habt ihr draus gemacht und wie wurde der Patient behandelt. Das ist die beste Vorstellung für deine Besprechung, für eine Fallvorstellung, für eine Übergabe auch manchmal ist sehr geeignet. Das war es von mir. Vielen Dank, dass ihr da wart. Viel Spaß beim Lernen, viel Spaß bei der Arbeit und tschüss.